Moin Leute, willkommen im Bruderland. Ich habe mal wieder eine Smartwatch zugeschickt bekommen, diesmal von Huawei Deutschland. Und zwar habe ich hier die Huawei Watch GT3 SE. Ne, wie ihr vielleicht schon am Namen ableiten könnt, das ist jetzt nicht das Flagship, sondern das ist quasi die Sparvariante von der aktuellen Version. Und die werden wir uns heute mal näher anschauen. Die Verpackung hat schon ein bisschen was hinter sich. Ihr seht, ein paar Leute hatten diese Uhr vermutlich schon. Und das ist auf jeden Fall die Grey Durable Polymer Fiber Watch Case Variante mit Green TPU Strap. Ah ja, hier seht ihr auch noch die Modellnummer. Und ja, gucken wir einfach mal, was uns hier so erwartet. Weil, wie gesagt, standardmäßig steht hier auf der Verpackung von Huawei nicht so viel. Das ist die Uhr. Und dann haben wir hier noch Ladedock. Müssen wir nachher auch gleich mal austesten, ob Qi-Charging hier auch funktioniert. Und hier haben wir Papierkram, den lassen wir einfach mal drinnen. So, dann gucken wir uns doch mal die Uhr aus der Nähe an. Was erwartet uns denn hier? Also wir haben hier eine Taste an der Seite. Das sieht zwar aus, als könnte das eine Krone sein, aber irgendwie bin ich da noch nicht so ganz sicher. Wir haben hier Lautsprecher, hier unten ist noch eine weitere Taste. Und ansonsten haben wir hier verschiedenste Löcher, das wahrscheinlich doch Mikrofone sein werden. Das hier ist das Standardband, das jetzt hier mit dabei ist. Und ihr seht, die können relativ unkompliziert ausgetauscht werden. Hier unten haben wir die ganzen Sensoren, die wir so kennen. Und ich mache sie jetzt einfach mal an. Gucken, ob sie Saft hat. Okay, da reagiert was. Hier seht ihr auch Harmony OS. Und wir sind quasi auch schon bei der Auswahl zur Sprache. Deutsch. So, wichtig ist, jetzt brauchen wir die Huawei Health App und wie das halt bei Huawei leider immer noch so ist, ihr müsst euch die aktuelle Huawei Health App über die Huawei App Gallery runterladen. Wenn ihr das nämlich über den Google Play Store macht, dann kriegt ihr nämlich nicht die aktuellste Version, weil ja quasi diese Probleme irgendwann mal angefangen haben. So, ich habe hoffentlich die aktuellste Version drauf und habe mir die gerade erst letztens über die App Gallery runtergeladen. So. Scannen Sie den QR-Code, um die Health-App blabla herunterzuladen. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal hier auf Geräte und versuche mal ein Gerät hinzuzufügen. Also solltet ihr Probleme mit eurer Verbindung haben, überprüft mal in der Huawei App Gallery, ob auch eure HMS Core App aktualisiert wurde. Dann sollte das nämlich gehen. Ich habe zwar erst letztens ein Update durchgeführt, jetzt musste ich gerade noch mal eins durchführen und jetzt geht das, wie ihr hier sehen könnt. Ein Trainingssprachpaket muss heruntergeladen werden. Ja, ja. Automatisch über WLAN runterladen. Fortfahren. Fertig. So, und jetzt ist sie eigentlich auch schon eingerichtet. Ihr seht, Huawei hat mittlerweile auch sein Huawei Health Plus Programm, was man auch kostenlos testen kann. Aber am Ende kostet es dann auch wieder ein paar Euronen, falls ihr das wirklich benutzen wollt. So, also die Uhr ist jetzt eingerichtet und was wir jetzt noch tun werden, hier haben wir nämlich noch so ein kleines Tutorial. Also das hier ist, wie gesagt, das Ladedock, das dabei ist. Das ist auch magnetisch und damit kann man fleißig laden. An der Steuerung mit Harmony OS hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ihr seht, von oben nach unten haben wir diese Quick-Leiste. Von unten nach oben sind es Benachrichtigungen. Von rechts nach links oder von links nach rechts. Na, nee, nicht ganz. Also von links nach rechts, da kommt dann quasi diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, diese News-Seite, wo man dann halt so Sachen wie Wetter- oder Musiksteuerung oder sowas nutzen kann. Und rechts kommen halt die verschiedenen Widgets, die man nutzen kann.
Performance-technisch sieht es jetzt erstmal ganz gut aus. Es ist wieder Harmony OS, wie man es kennt. Und die ganzen Apps sind eigentlich relativ schnell verfügbar. So, von der ersten Aufmachung sieht es jetzt ganz sporty aus. Aber wenn man wirklich die anderen Uhren daneben legt, dann erkennt man ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Und auch nachdem ich jetzt mal so die Spec-Sheets zwischen der GT3 Pro und der GT3 SE mal versucht habe zu vergleichen, werdet ihr dort auch keine allzu großen Unterschiede finden. Also das Display ist das gleiche. Ich glaube, es ist eine andere Bluetooth-Version hier verbaut und der Akku ist ein bisschen kleiner. Aber ansonsten sah das jetzt auf dem Papier erstmal ähnlich aus. Ich werde das Ding jetzt erstmal in Ruhe aufladen. Und ich werde in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch ein extra Video zum Thema WhatsApp machen. Da muss ich mich erstmal die Benachrichtigung hier sauber einrichten. Und ich werde auch auf jeden Fall nochmal ein gesondertes Video zur Telefoniefunktion machen. Hier sind ja Mikrofone und Lautsprecher verbaut und das werden wir uns dann nochmal im Detail anschauen. Und dann könnt ihr dann selber entscheiden, ob das qualitativ für euch taugt oder nicht. Ja, das war's von meiner Seite erstmal mit der Huawei Watch GT3 SE. Und falls euch das interessiert und ihr mehr dazu wissen wollt, abonniert den Kanal und lasst gerne einen Daumen da. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.